Es ist früh am Morgen kurz vor Sonnenaufgang auf dem kleinen Flugplatz in Livingston nahe den Victoriafällen. Der deutsche Pilot Heiko Held macht sein Ultraleichtflugzeug startklar für die Touristen. Fast 25.000 von ihnen hat er bereits mit auf einen seiner 15-minütigen Flüge über die Victoriafälle genommen. Und doch beginnt das Abenteuer für Heiko Held jeden Tag von Neuem. Der erste Flug, köstlich. Ein echtes Geschenk. Und ich freue mich genauso darauf wie vor 12 Jahren. Ich kann es kaum erwarten, dass wir jetzt gleich losfliegen. Heiko Held hat Deutschland damals verlassen, um sich selbst zu finden. Entdeckt hat er ein Paradies hier an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe. Die Victoriafälle. Millionen Liter Sambesi-Wasser stürzen sich auch jetzt noch nach dem Ende der Regenzeit mehr als 100 Meter in die Tiefe auf einer Länge von 1,7 Kilometern. Die Gischt steigt zuweilen einige hundert Meter hoch. Angel Kiss, Kuss der Engel nennt man es, wenn man durch sie hindurchfliegt und dabei die rote Erde Afrikas schmeckt. Regenbögen begleiten Heiko und sein Fluggerät. Das Tolle hier ist, dass man halt, wenn man hier rüber die Fälle fliegt, den Regenbogen sieht, der einem wirklich folgt. Und wir sagen hier, dass wenn man den einmal gesehen hat, wie der Regenbogen einem folgt, dass er von heute dir immer folgen wird. Heiko Held hat hier oben schon alles erlebt. Seine Passagiere fangen an zu lachen, zu weinen, zu singen oder zu schreien vor Freude. Besonders erinnert er sich an ein blindes Kind, das er geflogen hat. Das war höchst beeindruckend, weil jetzt hat mir dieses blinde Kind ja erzählt, was es mit seinem inneren geistigen Auge sieht. Und zum Beispiel, als wir über den Fällen waren, wusste das Kind ganz genau, dass wir da sind, hat die Energie gespürt und hat mir erzählt, wie es in seinem Auge sah. Und das war natürlich großartig. Der 44-jährige Maschinenbauingenieur hat am Ufer des Sambesi sein Glück gefunden, hat geheiratet und mit seiner Frau Anita Tochter Bella bekommen. Mit seiner Frau verbindet ihn unter anderem auch der tiefe Glaube zu Gott, den er gefunden hat, nachdem er Afrika mit dem Motorrad durchquert hatte. Er bereut es nicht, dass er Deutschland, seinen Beruf und Freunde zurückgelassen hat, denn schon seit seiner Kindheit in einer Westberliner Betonsiedlung fehlte ihm etwas. Ja, ich bin ja in Berlin geboren, sozusagen war eingemauert in der Zeit vor der Mauer und hatte schon immer irgendwie das Gefühl, auch Gropiusstadt, dass alles ein bisschen eng da oben war und war auf der Suche nach Freiheit. Physikalische Freiheit, ganz klar, aber auch natürlich vor allem geistige Freiheit, weil ich habe mich nicht, sagen wir, mein Leben war nicht ausgefüllt, trotz all dem materiellen Überfluss. Heiko Held kennt nicht nur die Victoriafälle in- und auswendig, sondern auch den Sambesi. Er will uns diesen mächtigen und magischen Strom im Herzen von Afrika zeigen. Bereits nach wenigen Flugminuten ein erster Vorgeschmack auf die atemberaubende Tierwelt am Sambesi. Unter uns sehen wir die ersten Elefanten, dann Flusspferde. Das ist Sambesi pur. Der Fluss bahnt sich seinen Weg durch das südliche Afrika, ist Lebensader für die Länder, die er durchfließt. Namibia ist in der Mitte vom Fluss jetzt, die Insel. Das ist Namibia. Botswana ist links, da ist der Flughafen von Kasane. Und hier Simbabwe und Sambia ist rechts vom Fluss. Wir überfliegen eine der gigantischen Flutebenen am Sambesi. Die Menschen hier leben im jährlichen Rhythmus der Regen- und Trockenzeit. Überschwemmte Dörfer und Menschen in Kanus. Längst hat uns der Sambesi endgültig in seinen Bann gezogen. Heiko kennt das. Und wir sagen ja, wer einmal Sambesi-Wasser getrunken hat, der kommt sowieso wieder. Wir kehren noch einmal zurück zu den Victoriafällen. Im Ultraleichtflugzeug über dieses Wunder der Natur zu fliegen, das ist zweifellos einer der schönsten Arbeitsplätze auf diesem Planeten.